Herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Pull Up and Dip. Mein Name ist Felix und in diesem Video möchte ich dir heute sehr gerne einmal vorstellen, was Calisthenics überhaupt ist und vor allem, welche Vorteile es mit sich bringt. Starten wir mit Calisthenics. Calisthenics kommt also dieses Wort Calisthenics kommt aus dem Griechischen, aus Kalos und Stenos und bedeutet die schöne Kraft, ja, was wiederum die Philosophie von dem ganzen Sport widerspiegelt. Das bedeutet, es geht primär darum, die Übungen, die man erlernt, maximal kontrolliert und in einer schönen Ausführung absolviert. Ja. Die schöne Kraft. Das heißt, wir wollen hier nicht irgendwie rumschwingen, Kipping, Klimmzüge machen etc., sondern jede einzelne Bewegung sollte maximal kontrolliert sein und clean ausgeführt werden. Calisthenics ist aber auch ein progressiver Kraftsport mit dem eigenen Körpergewicht. Das bedeutet, wir haben eigentlich keinen Einstiegslevel, weil jeder kann auf seinem Level einsteigen. Ja? Jetzt angenommen, du kannst noch keine Liegestütze, dann gibt es Übungen, die dich zu deiner ersten Liegestütze hinbringen. Ja? Wenn du schon 1, 2 Liegestütze kannst, dann kannst du daran arbeiten, dass du auf jeden Fall stärker darin wirst, über 10 schaffst. Wenn das auch kein Problem mehr für dich ist, dann gibt es verschiedene Optionen. Dann kannst du zum Beispiel an der einarmigen Liegestütz arbeiten oder du wirst immer noch stärker und lernst einen Handstand und lernst dann eine Handstand-Liegestütz. Also du merkst schon, nach oben ist keine Grenze gesetzt, aber jeder kann auf seinem Level einsteigen und das Ziel beim Calisthenics-Sport ist, immer mehr Fertigkeiten, Fähigkeiten mit dem eigenen Körper zu erlernen und den eigenen Körper eigentlich immer noch besser kennenlernen und vor allem noch besser beherrschen. Weil die Übungen und die Skills, die man im Calisthenics-Sport erlernt, werden natürlich immer schwieriger, ja, weil du ja auch immer stärker wirst. Und das ist das Coole dabei. Du kannst dir eigentlich vorstellen, als würdest du immer eine Stufe weiter auf der Leiter nach oben klettern. Also das ist einfach mega cooler Sport. Und du brauchst nur deinen eigenen Körper dazu. Also grundsätzlich das Calisthenics. Dann welche Vorteile bringt es sich? Also wir haben jetzt schon mal gehört, wir brauchen eigentlich nur unseren eigenen Körper. Das ist schon mal Vorteil 1. Wir haben eigentlich überhaupt keine Einstiegshürde, weil du brauchst nur deinen eigenen Körper. Du brauchst minimales Equipment, was auch ein Riesenvorteil ist. Ja? Ein paar Ringe wären super oder eine Klimmzugstange. Am besten beides, dann bist du perfekt ausgestattet und kannst eigentlich alles machen. Ja? Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen wie Resistance Band und so weiter. Das ist dann immer leistungsabhängig, was man da benötigt oder nicht. Aber im Grunde genommen bräuchte man eigentlich nur ein paar Ringe und eine Klimmzugstange und ist somit halt auch zeitlich super flexibel. Ja? Du kannst immer trainieren, wann du möchtest, weil deine Ringe hängst du schnell irgendwo auf und kannst sofort zum Training loslegen. Oder du wollte ich sagen, sparst dir einfach auch die Zeit, in ein Fitnessstudio zu fahren oder um an Ort XY zu fahren, kannst einfach dein Training zu Hause zum Beispiel absolvieren. Das heißt, es ist super flexibel, du kannst es mit deinem Körpergewicht machen, es ist super flexibel. Jeder kann es machen, egal was für ein Leistungslevel du hast, wie wir gerade anhand der Liegestütz-Beispiel festgestellt haben. Jeder kann Calisthenics erlernen oder damit starten und kann es dann auf seinem Level machen. Ja. Dann, das wiederum ist der nächste Vorteil, dass du einfach super unabhängig dahingehend bist, wie alt du bist. Ja. Also es können junge Menschen sofort Calisthenics anfangen, aber das geht auch wirklich bis ins hohe Alter. Ja. Also wir betreuen ganz normal Personen Ü50, ist überhaupt kein Problem. Die lernen auch gerade noch einen Handstand oder einen Klimmzug und werden da immer besser. Also da ist wirklich auch überhaupt gar keine Grenze gesetzt und ich sehe da überhaupt auch kein Problem, das sogar noch bis ins komplett hohe Alter zu erlernen. Also da ist wirklich kein Problem. Dann ein weiterer Riesenvorteil ist einfach, was wir auch gerade vorhin besprochen haben, dass
deine Körperkontrolle auf ein ganz anderes Level gehoben wird. Ja? Du lernst deinen Körper zu verstehen, du lernst deinen Körper anzusteuern, auch dann im Alltag dementsprechend das Ganze so, so stabil zu sein und dass du im Alltag keine Probleme hast. Ja? Durch das Training geht es dir grundsätzlich mental gut. Also du merkst schon, es hat einfach viele coole Vorteile. Ja? Du kannst draußen trainieren, ja, wenn es schön Wetter ist, was gibt es Schöneres, hängst deine Ringe irgendwo an einem Baum im Park auf, trainierst da, machst ein Workout, gehst danach noch baden oder was auch immer. Ja? Also das ist einfach so flexibel und das ist ein riesen Vorteil von dem ganzen Sport. Und es gibt, was ich als persönlichen super Vorteil auch noch sehe, einfach eine super coole Community. Also nahezu jeder, der Calisthenics macht, ja, ist einfach super offen, super cool. Die Community hilft sich, ja, man trainiert gemeinsam, man hat Spaß im Training und tauscht sich aus, was gibt's Besseres. Und dementsprechend habe ich die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Leute, die Calisthenics erlernen oder in den Calisthenics-Sport eingeführt werden, dass diesen Sport nie wieder aufhören oder zumindest bis jetzt nicht mehr aufgehört haben, weil der ganze Sport einem so viel gibt und so viel nach außen transportiert, dass man da gerne Teil davon sein möchte und einfach auch gerne Zeit mit der ganzen Community etc. verbringen kann. Ja. Also ist rundum ein geiler Sport, dafür mache ich gerne Werbung, weil er ist meiner Meinung nach immer noch ein Ticken zu klein. Ja. Und deswegen solltest du auf jeden Fall Calisthenics starten. Ja. Wenn du Hilfe dabei brauchst, schau dir gerne mal die Calisthenics Academy an. Link hier unten in der Beschreibung. Da gibt es Trainingspläne. Ja, da zeigen wir dir, wie die Übungen auszuführen sind. Es gibt einen Bereich, wo wir auch noch über die Ernährung sprechen. Also da bist du herzlich willkommen. Schau dir das Ganze mal an. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video und mach's gut. Dein Felix, danke fürs Einschalten. Ciao.